Willkommen bei Jurassic Park. Nein, wir stehen bei CVS. CVS, nicht CSV. Korrekt. Und was bedeutet das? Camper Van Schmiede. Richtig. Und du bist die? Lima. Von der Camper Van Schmiede. Korrekt. Genau, ihr habt es jetzt ein bisschen umbenannt, weil es so viele Schmieden gibt, hast du erzählt. Genau. Und wir stehen hier vor einem tollen Modell mit Raptor. Lackierung nennt man das dann einfach nur, genau. Genau. Und ja, es ist ein bisschen dezenter als euer Fahrzeug. Wir haben es gerade eben mal gezeigt. Das ist noch ein bisschen mit Blau. Vielleicht, Jan, kannst du ja noch mal einen Schwenker dann rüber machen. Aber auch hier finden sich wieder eure Formen. Genau, das sind wieder unsere typischen Achtecke, was ja unsere Ausfräsungen sind. Das zieht sich von innen nach außen, also über das gesamte Fahrzeug. Ja, das ist eigentlich so euer Wiedererkennungsmerkmal, weil sonst ist es gar nicht mal so einfach, euch wiederzuerkennen, weil ihr alle Fahrzeuge anders macht, oder? Genau, also das Achteck ist wirklich so unser Alleinstellungsmerkmal und halt wirklich ja, diese auffälligen Fahrzeuge. Also ich glaube, wenn man schon ein paar von uns gesehen hat, kann man das, glaube ich, schon ganz gut erkennen, Ja. welche Fahrzeuge zu uns gehören. Ja, das stimmt. Also ich wollte jetzt auch darauf hinaus, dass ihr eben alles möglich machen könnt, eigentlich Genau. nach Kundenwunsch. Oder was heißt alles, aber so ziemlich, ziemlich viel auf jeden Fall. Auch dieses Fahrzeug ist jetzt wieder sehr geländegängig, Genau. aufgrund des Schnorchels zum Beispiel. Genau, auch hier haben wir wieder einen Mercedes Allrad Sprinter, 7 Meter Länge. Auch der ist wieder höher gelegt, also 50 mm nochmal zusätzlich. Ja, eine zusätzliche Blattfeder. Und auch unten drunter haben wir einen speziellen Schutz, damit da auch wirklich nichts irgendwie drankommt. Genau, hier haben wir die Farbe Orange aufgegriffen. Ja. Das Orange wird sich auch gleich im Inneren des Fahrzeugs nochmal wiederfinden. Okay, also nicht nur Offroad-Fahrzeug, sondern eigentlich auch Designerstück, wenn man es so will. Ja. Weil darauf legt ihr auch ganz, ganz großen Wert. Und vor allem auch, wie gesagt, mit diesen Ausfräsungen auf das Gewicht schaut ihr ganz besonders, oder? Genau. Was für ein Gewicht haben wir denn jetzt hier? Also der hat ein Leergewicht von ca. 3,9 Tonnen und ein zulässiges Gesamtgewicht von 4,7 Tonnen. Okay. Das ist mal eine ganz kurze Frage. Wenn ich den jetzt so richtig knallig von außen haben würde, würde ich den auch machen, oder? Ja klar. Okay. Ich warte auf den ersten Kunden, der das pink machen möchte. Also bitte Bestellungen, die ganz besonders sind, hier bei der lieben Lima. Lima ist richtig, ne? Genau, ja. Bestellen, weil die können echt einiges möglich machen. Was haben wir denn hier? Das ist auch einfach nochmal eine Staubox, wo man halt Sachen unterbringen kann. Ich habe vorhin noch mit einem Kunden gesprochen, der hat gesagt, oh, das ist perfekt für meine Mattstiefel, die möchte ich nicht im Fahrzeug haben, die schmeiße ich einfach da rein und dann ist alles in Ordnung. Ja, wenn ihr einen bestimmten Schrank für irgendeine bestimmte Form braucht, auch das ist alles möglich bei euch, weil ihr macht das Ganze, wie schon gesagt, auf Kundenwunsch. Und hier sehen wir jetzt ein Modell mit Längsbetten. Hier werden auch schon die Schränke erkundet. Und die sind auch, wie ihr hier jetzt seht, mit diesen Aussparungen aufgrund des Gewichts und auch die Belüftung ist, glaube ich, dann besser, ne? Genau, also man hat natürlich auch eine gewisse Zirkulation, was natürlich nie schadet. Hier haben wir auch spezielle Schwerlastauszüge verbaut, sodass wir da wirklich bis zu 200 Kilo an Gewicht reinpacken können. Das hört gar nicht auf. Ja, jetzt macht der Herr oder versucht es zumindest noch den Gasschrank aufzumachen. Genau, und da hinten rein sieht man eigentlich ganz gut, wenn die Schublade offen ist, unseren Radkasten-Wassertank. Ja, Den haben wir gesehen. tatsächlich selber entwickelt, einfach um den Platz, den man zur Verfügung hat, möglichst effizient zu nutzen. Bei diesem Fahrzeug haben wir jetzt 225 Liter Frischwasser dabei. Wow. Also duschen ist kein Problem. Ja, und von der Zuladung reicht ja auch dicke. Ja, genau. Hammer. Also das ist auch irgendwie wie so eine optische Täuschung sieht das irgendwie aus, wenn man da reinfilmt, oder? Finde ich auch. Das sieht Never total ending, spacig aus, ja, ja. Never ending room. Ja, richtig cool. Genau, zeig auch mal den Schrank noch. Genau, da ist wieder unsere Wasseraufbereitung, dass man halt auch wirklich Trinkwasserqualität hat, dass man nicht irgendwie in den Supermarkt gehen muss, um da entsprechend Wasser zu kaufen. Ja, Also du hast sogar gesagt, dass selbst wenn ich das nicht normal auffüllen kann, ich könnte es im Prinzip von egal woher bekommen. Also auch vom Einfach See. auch vom See, genau. Genau. Die Ja, Wasseraufbereitung ist echt so gut, dass man sagen kann, ich nehme Seewasser und das wird dann so aufbereitet, dass es Trinkwasser wird. Aber die Frage ist, wie kriege ich das Seewasser da rein? Mit entsprechendem Druck. Also das ist halt, es Ja? ist eine Druckbefüllung. Ja, Ja, da braucht man wahrscheinlich dann schon noch eine Pumpe und dann geht genau. das Ganze genau. Ja, genau. Ja, also nicht mit dem Strohhalm, bitte. Dauert ein bisschen lang. Genau, mal kurz anpumpen. Gut, was haben wir da noch? Da ist auch wieder eine Außendusche. Dadurch, dass dieses Fahrzeug nicht gasfrei ist, ist dahinter der Gaskasten. Deshalb konnten wir da jetzt nicht die gleiche Außendusche verbauen wie bei dem anderen Fahrzeug. Okay, habe ich verstanden. Wir gehen mal außen rum. So, und während wir außen rum gehen, okay, das vielleicht noch?
Das ist jetzt quasi die riesige Variante davon. Genau, das kann man eigentlich sehr gut im Winter als Skibox nutzen. Ja. Im Sommer Tische, Stühle, SUP, alles was man mag. Es haben auch schon viele gesagt, dann sperre ich meinen Partner darin rein, wenn er nicht ganz nett war. Also genau, also das ist auch irgendwie 100 Kilo passen da, glaube ich, also vom Gewicht her rein, 1,90 Höhe. Also da ist jede Menge Staumöglichkeit. Sehr schön. Ja, bevor wir jetzt reinschauen, bevor ich es vergesse, falls ihr es noch nicht getan habt, bitte abonniert German Television. Ja, die Lima ist hoffentlich schon Abonnentin. Natürlich. Natürlich. So, und es kostet euch keinen Cent und ihr unterstützt uns damit ungemein. Genau, wir schauen mal weiter. Genau, hier sehen wir jetzt nochmal die andere Seite. 4x4 Modell und hier nochmal eine ganz andere Einrichtung. Ein bisschen schlichter, würde ich sagen, oder? Genau, kann man schon sagen, dass es schlichter ist, ja. Genau, wir haben schöne Ledersitze, also es sieht alles auch extremst hochwertig aus. Und ist es so eine Art Schallwand? Das hat tatsächlich diese Akustikpaneloptik, die jetzt auch viele bei sich zu Hause verbauen. Hat jetzt hier nicht den Schalleffekt, aber das ist halt so eine Lamellenoptik, die einfach einen sehr, sehr wohnlichen Effekt hat. Genau. Absolut. Ja. So, was sehen wir hier dann jetzt unter dieser Arbeitsflächenerweiterung? Genau, hier haben wir nochmal eine separate Getränkeschublade oder eine Kühlschublade, dass wenn man draußen sitzt und irgendwie nochmal was Gekühltes haben möchte, nicht zwingend ins Fahrzeug steigen muss. Okay. Ja. So, jetzt müssen wir mal die Schuhe ausziehen. Dann schauen wir uns nämlich auch mal das Fahrzeug von innen an. Kannst du uns schon mal ganz kurz was zu dem Boden verraten? Ja, das ist auch wieder geschlossenporiger EVA-Schaum aus dem Bootsbereich. Hier in dieser Teak-Optik, das wird halt auch CNC gefräst. Das heißt, man hat ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das designt haben möchte. Formen, Farben, Logos, Namen, alles ist möglich. Was hat das jetzt für Vorteile? Es ist halt erstens sehr, sehr angenehm, wenn wir gleich reingehen. Man steht einfach sehr angenehm da drauf. Und es hat so eine gewisse Grundwärme. Das heißt, im Winter haben viele Leute das Gefühl, wir hätten eine Fußbodenheizung. Aber das braucht man bei diesem Boden tatsächlich nicht. Ist der auch leicht zu reinigen, oder? Ja, wir haben einen Hund und es ist leicht zu reinigen. Sehr schön. So, ich gehe mal vor. Ja, jetzt kriegt man ja schon mal so einen kleinen Einblick. Wie teuer ist denn das Ganze jetzt? Dieser, wie er jetzt hier steht, liegt bei etwa 310.000 €. Okay, aber ihr fangt auch ein bisschen drunter an, oder? Genau, realistisch starten wir inklusive Fahrzeug bei etwa 200.000. Okay, also je nach Ausstattung. Wo bekommt ihr so schöne Sitze her? Die lassen wir tatsächlich bei unserem Sattler des Vertrauens bei Rühl machen. Das sind tatsächlich auch die originalen Mercedes-Sitze, aber auf Pilotsitze umgebaut. Sprich, man hat nicht mehr diese separate Kopfstütze. Und das ist auch unser eigenes Lederdesign, was wir zusammen mit der Firma Rühl entwickelt haben. Auch wieder ganz typisch für uns die Achtecke. Ja. Sehr schick. Ganz große Klasse super auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier ein bisschen anderen Herd nochmal, oder? Genau, hier wird mit Gas gekocht. Genau. Ja. Und wir haben trotzdem einen Backofen und? Genau, das ist einmal ein Grill. Okay. Ja. Und hier unten ist einmal ein Backofen. Läuft aber beides auf Gas. Okay. Aber ich kann im Prinzip zu euch hingehen und sagen, ich hätte zum Beispiel jetzt gerne hier ein Induktionskochfeld, genau. Genau, da hat gerne man alles gaslos, ja. Genau, da hat man freie Gestaltungsmöglichkeit, das, was man halt gerne mag. Ja. Und wir haben hier in dem Fahrzeug auch eine Klimaanlage mit drin. Also auch das ist bei euch möglich, wenn wir das haben wollen. Genau. Also ihr zeigt ja ganz gerne, was ihr könnt. Genau, alles möglich, genau. Ja. Also in dem anderen Fahrzeug war zum Beispiel ein Sternenhimmel noch, das wollte der Kunde jetzt zum Beispiel nicht, war ihm vielleicht zu, was weiß ich, kitschig, kann ja sein. Ja. Also ich finde es total cool, aber mag ja auch nicht jeder und dann kann ich es auch weglassen. Er kriegt es tatsächlich sogar noch, weil er war letzte Woche Freitag hier, seine Frau aber nicht. Und dann hat er ja ein Foto geschickt von unserem Sternenhimmel und die bekommen das tatsächlich noch nachgerüstet. Kann man das ganz einfach nachrüsten, oder? Wir machen das tatsächlich so, dass man das nachträglich nachrüsten kann. Also kann ich auch noch entscheiden. Okay, habe ich verstanden. Genau, dann haben wir jetzt hier die riesen Arbeitsflächenerweiterung. Ja. Und dann haben wir wirklich hier eine ganz tolle Arbeitsfläche. Und der Tisch ist auch ziemlich massiv, oder? Genau, also wir arbeiten hier mit einer 3-Schichtplatte, einfach, dass man mehr Stabilität hat und man kann diesen Tisch auch nochmal entsprechend erweitern, wenn man hier sitzt, dass man, wenn man ein größeres Menü hat, dass man genügend Abstellmöglichkeiten hat. So, und das war es ja jetzt auch noch nicht mit der Küche hier rechts, sondern es geht ums Eck eigentlich noch weiter. Also wer sich jetzt gedacht hat, naja, aber drüben war es ja viel größer, die Küche, der findet jetzt hier auch noch Platz. Und zwar haben wir hier auch wieder ein riesen Spülbecken mit drin. Genau. Also das ist schon ziemlich krass. Wir haben auf jeden Fall dann auch mal Platz, um eine Kaffeemaschine abzustellen, weil die Arbeitsfläche wirklich ausreichend ist.
Hier oben, bevor ich das nämlich vergesse, mache ich mal hier so einen Schrank auf. Also der ist auch mit indirekter Beleuchtung. Und diese Ambiente-Beleuchtung da oben finde ich sowieso extrem schön. Dann mache ich mal weiter mit den Schubladen. Ah nee, das ist jetzt Das ist die Blende wegen dem Waschbecken, genau. Ja. Logisch. Da ist ja gar kein Platz mehr für eine Schublade. Und auch hier haben wir wieder die Besteckschublade, extra ausgefräst, passend für das Besteck, damit es halt während der Fahrt keine Geräusche macht. Ja, toll. Genau, auch hier wieder ein Mülleimer-System, dass man auch entsprechend an Bord ordentlich versorgt ist. So, da muss ich jetzt mal ein Stück zur Seite. Schon halte durch. Ja, und wir arbeiten hier mit den Auszügen von Blumen. Die kennt der ein oder andere vielleicht aus der Küche, die man zu Hause hat. Das ist halt sehr, sehr hochwertig und stabil. Und man hat die Möglichkeit, dass wenn man mal irgendwie im Gelände unterwegs war und es hat sich vielleicht mal was verstellt, dass man die auch alleine entsprechend nachstellen kann. Da ist jetzt die Technikklappe. Und was ist das? Das ist das sogenannte, wir nennen es immer UFO. Da sind tatsächlich alle Sicherungen gehen dahin. Ah, okay. Genau, das heißt, wenn da irgendwie mal was ist, eine Sicherung kann ja auch immer mal kaputt gehen, dass man da entsprechend gleich drankommt. Das ist die Stufe, um ins Bett zu kommen, damit man nicht so hüpfen muss, damit das Ganze ein bisschen komfortabler ist. Okay, aber also ist am besten nicht zum Ablegen, weil sonst habe ich mir alles versperrt. Genau, okay. Ja. So, Den kann man vielleicht von beiden Seiten sogar öffnen? Ja, genau, der ist von beiden Seiten zu öffnen. Okay, sehr gut. Super. So, bevor wir das Bett noch zeigen, will ich vielleicht mal das Bad noch zeigen. Ja. Jeanne, da musst du aber mal zu mir kommen. Genau, wir tauschen einmal. Beziehungsweise vielleicht gehe ich mal Haben wir das aufs hier Bett. eigentlich auch gehabt? Ich habe schon wieder den Apotheker vergessen. Du willst den echt, ne? Genau. Danke, gut, dass ich dich dabei habe. Ja, also ich sehe diese kleinen Fächer immer. Ja. Immer. Sehr schön. Dann macht ihr beide doch mal das Bad vielleicht, weil ich glaube, zu dritt wird es jetzt schwierig und ich kann nicht so viel zum Bad sagen. Genau. Dann, warte mal, ich gehe mal aufs Bett hoch vielleicht, oder? Weil sonst kann sie nichts mehr sagen. Ich weiß nicht, wie wir es jetzt am besten machen. So, warte mal. So. Kann ich auch gleich das Mikro wieder halten? Genau. Gib mir Kamera, das Mikro. So. Ja. Sie macht ganz kurz das Licht an. So, da haben wir nämlich auch. Kannst auch nochmal das Panel zeigen? Genau. Hinter dir? Genau. Genau, hier Erzähl haben mal wir ganz wieder, kurz. hier haben wir wieder die Revolution App, worüber wir das gesamte System steuern. Das heißt, wir haben im gesamten Fahrzeug nur einen einzigen Lichtschalter. Alles andere wird komplett über die App gesteuert, also entweder über ein Tablet oder aber übers Handy. Und hier kann ich beispielsweise sehen, was habe ich hier für Lichter, die kann ich entsprechend unabhängig voneinander auch dimmen. Außen, innen, alles möglich. Ja, genau. Irgendwie mag die Dusche uns nicht. Wir müssen dazu sagen, wir haben schon ein Video gemacht, das hat da irgendwie auch nicht funktioniert, aber ich Ja. weiß auch nicht warum, ne? Nee. Und dann ging es plötzlich. Das ist der Vorführeffekt. Genau, die Dusche ist ein bisschen schüchtern. Aber vom Prinzip her, wir können es ja sonst auch einfach mündlich machen. Hier, das hat wahrscheinlich ein Kunde einfach mal so ein bisschen abgedeckt. Hier haben wir auch nochmal ein Fenster, dass man da entsprechend lüften kann. Ja. Eine große Regendusche. Regendusche, genau, mit einer zusätzlichen Handbrause, weil es mag halt nicht jeder. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Gläsana Toilette verbaut, die ja diesen Einschweißmechanismus hat. Aha. Also alle möglichen Toilettenformen möglich bei euch. Korrekt, genau. Also wir verbauen eigentlich ausschließlich Trockentrenntoiletten, weil man damit einfach autark sein kann. Aber was das dann für ein Fabrikat, was für eine Art der Trockentrenntoilette ist, das ist uns ja egal. Das ist dann natürlich auch die Entscheidung des Kunden. Okay. Und ihr habt auch verschiedene Partner, mit denen ihr das dann umsetzt. Genau. Also man muss ja auch nicht immer alles können, man hat ja dafür auch andere Firmen. Korrekt. So ist es. Und da habt ihr nochmal eine Airline-Schiene verbaut, kann das sein? Hier, Kann man sich da was dranhängen oder ist das für den Vorhang? das ist tatsächlich für den Vorhang, der ist darüber befestigt. Normalerweise wird der aufgerollt und dann, dass man natürlich auch das Fenster Okay. aufmachen kann. Okay. Das ist aber dann als Schutz, während man duscht, dass da nichts an Feuchtigkeit rausdringt. Okay, hier haben wir haben auch noch eine Lüftungsanlage verbaut, genau. Ja. Damit es auch nicht unangenehm wird, wenn man sich duscht. Okay. Und den Spiegel Ist hier in der Ach ja, Tür. klar. Ja, genau. Der Spiegel ist hier, wie Sie sehen. Wie Sie sehen Sie den Spiegel. Genau. Und ich befürchte, dass die Jeanne da jetzt noch aufs Dach will. Kann das sein? Was ist los mit dem Licht? Das Ich gibt's weiß nicht. es nicht. Das Vielleicht ist der Licht. Bewegungsmelder nicht so gut eingestellt, das weiß ich nicht. Das Vielleicht ist auf jeden Fall ein sehr schönes Licht. ist der müde nach der Messe. Das kann sein. So, bevor wir jetzt mal aufs Dach noch gehen, zeige ich hier gerade nochmal die Schränke. Sorry. Also die gehen bis nach hinten durch. Auf der anderen Seite genauso, haben alle dieselbe Größe. Also man hat auf jeden Fall genug Stauraum hier. Definitiv. Dafür ja. habt ihr gesorgt. Genau.
das war euch wichtig. Das hast du auch schon gesagt, ne? Ja, genau. Habt ihr schon gesagt, wie groß das Bett ist? Das ist ja jetzt ein Längenschläfer, das heißt, man hat ca. 1,80 in der Breite und 2 Meter in der Länge. Also auch für große Personen geeignet. Ja. Ja, absolut. Genau. So, ich gehe mal wieder vor. Da können wir hier durch. Ja, oder? Ach so, wir wollten ja. Ja, Stimmt. genau. Stimmt. So, hier hätten wir noch 2 Fenster. Links und rechts, genau. Und Genau. Genau, Ableiter. und das ist auch tatsächlich Echtglas. Ah. Weil wir gesagt haben, wenn man Offroad unterwegs ist und man kommt halt mal an Ästen vorbei, dann hat man ja sonst in diesen Kunststoffgläsern sehr, sehr schnell auch Kratzer drin. Und das ist dann bei Echtglasfenstern natürlich dann nicht der Fall. Okay. Alles klar. Ihr habt noch, das sehe ich nämlich jetzt gerade nochmal, noch ein Je-Netz-System verbaut, richtig? Weil das werkseitig so mittel ist? Ja, also ich sage immer ganz charmant, also das, was werkseitig verbaut ist, ist von jeder Bluetooth-Box irgendwie zu übertönen. Also das ist echt eine Katastrophe und wir haben uns da mit Jenat einen sehr, sehr kompetenten und sympathischen Partner ausgesucht und haben mit denen zusammen ein eigenes Soundsystem für unsere Fahrzeuge entwickelt. Okay, sehr schön. So, dann gehen wir mal raus und schauen uns mal die Leiter an, mit der wir dann aufs Dach kommen. Weil das möchte man ja auch manchmal nutzen. So, also das war jetzt auch ein Kundenfahrzeug, was wir hier gezeigt haben. Und da die, oder es ist ein Kundenfahrzeug. Das ist ein Kundenfahrzeug, Genau. genau. Und er oder sie war so stolz auf sein Fahrzeug, dass er oder sie es hier auch ausstellen lässt. Genau, richtig, ja. Es ist ein sehr, sehr nettes Pärchen und ja, die sind natürlich auch schon ganz gespannt, das Fahrzeug dann endlich übernehmen zu können nach der Messe und werden dann damit auch nach Lappland reisen. Noch mal ganz kurz Ja. hier vorne. Habt ihr wahrscheinlich das große Multimedia-System noch mit verbaut? Oder standardmäßig? das ist genau, standardmäßig, genau, serienmäßig ja. drin. Aber auch Da wurde hier alles nochmal alles ausgebaut und dann wahrscheinlich mit gesprüht. Das wurde lackiert Genau, und lackiert, ja. lasiert, genau. Ja. Mal ganz kurz Wahnsinn. zeigen, weil das mir vorhin nämlich Auch so ein gar nicht bisschen Carbonoptik. Guck mal hier an der Tür, also Jan. das ist alles sehr, sehr hochwertig und das macht einfach echt viel aus. Was macht das einiges genau? her. Aber auch das Multimedia-System sieht so geil aus mit der und der Tacho. Ja, alles. Da wurde Alles. tatsächlich nichts ausgelassen. Ja. Also Jan, wenn du jetzt was sagst, hören wir dich nicht mehr wahrscheinlich. Weil hier läuft noch Musik. Also wenn du was sagen willst, schrei. Halt nur einmal ganz kurz drauf. Also ihr habt dann auch das Lenkrad mit Carbon. Ja. Genau. Da wurde tatsächlich nichts ausgelassen. Sehr schön. Gut. Ein stolzer Preis ist es natürlich auch, aber wir haben hier auch echt einiges drin. Und wirklich, es man bleiben kann- keine ja. Wünsche offen. Wollte Ja. ich gerade sagen, man kann im Prinzip so seinen größten Kindheitstraum wahr machen, genau, mit so allem möglichen, was man sich vorstellen kann. Das stimmt. Okay. So, wir gehen mal außen rum Genau. und sehen dann da hoffentlich Hier auch wieder die das Leiter. Orange überall aufgegriffen. Na, das, Wahnsinn. was bei dem anderen Fahrzeug in Mint war, ist hier alles in Orange. Ja. Okay. Auch hier wieder mit einer Winde, dass wenn man sich mal irgendwie festfährt oder vielleicht auch jemand anderem helfen möchte, der sich festgefahren hat, ist man mit der Winde bestens ausgestattet. Sehr schön. Ja, man möchte dann doch mal Offroad unterwegs sein. Dafür ist das Fahrzeug ja gemacht. Genau. Und auf sämtlichen Wegen überall auf der Welt unterwegs. Genau. Genau. So, wie kriegen wir das jetzt ab? Ist das einfach? Genau. Das haben wir vorher schon mal aufgeschlossen. Mal kriegt man das nicht so leicht auf. Weil Genau. der Sinn ist, dass man eben nicht hochkommt. Richtig, dass nicht jeder einfach unbefugt auf die Dachterrasse kommt. Okay. Mikro? Ich gebe dir das Mikro? Okay, also ich starte mal. Glaubst du, ich krieg das hin ohne Schuhe? Ja, ich mache das auch ohne Schuhe. Das kann Okay, dann ist gut. Ja. Sollen wir Und dir das sie ist Mikro oben. nachreichen oder? Achso, ja. Soll ich das, oder? Mal gucken, ob das... Ah, genau, danke. So, ich habe das Mikro wieder. Ich kann euch ein bisschen unterhalten hier. So, das heißt, wir haben hier auch die Solaranlage, richtig? Korrekt. Da darf ich aber auch draufsteigen, ist kein Problem. Genau, ich bin da gerade schon wie so ein Trampel drauf gegangen. Das sind flexible Solarmodule. Das heißt, die sind begehbar, weil ansonsten hätte man den Weg zur Hängematte nicht frei. Ja, also ihr seht es jetzt leider nicht von oben, aber wir haben das Dach von dem anderen Fahrzeug gezeigt und das sieht ziemlich ähnlich aus. Da haben wir noch das Zelt halt mit drauf. Hier haben wir noch mal ein bisschen mehr Platz. Aber dadurch, dass eine Klimaanlage noch dabei ist, nimmt mir natürlich auch ein bisschen Platz weg. Ne? Genau, da geht noch mal ein bisschen Platz verloren. Aber nichtsdestotrotz kann man hier oben sehr gut die Zeit in der Sonne genießen. Absolut. Und den ein oder anderen Sonnenbrand holen. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Oder man nimmt noch einen Schirm mit hoch. Ja, genau. So, Jan bleibt unten, damit die Kamera auch heile bleibt. Und Mit einer Hand ist es nicht ganz so einfach. ja, mit einer Hand ist nicht ganz so einfach, sagt sie.
Okay, wir haben ja ein Richtmikrofon, deswegen ist es nicht ganz so einfach, sie zu hören. So, ich danke dir. Stell dich noch mal ganz kurz vor. Ich bin die Lima von CVS Vans. Sehr schön. Ich danke euch fürs Einschalten.